Ja, somit geht es hier los. Wir werden... Oh, der Underdog. Der macht hier was ganz Wildes. Auf jeden Fall The Ace mit dem Aston Martin vorne 1. Auf Inters. King Slam mit dem Kick sauber, auch mit den Inters. Dann kommt der Franz Herrmann mit den McLaren, auch mit den Inters. Dann kommt Flier mit den Williams, auch mit dem Inters. Dirk mit dem Ferrari, auch mit dem Inters. Dann kommt Coca Matthäus mit dem Alpine, mit dem Inters. Smokey McPot, den Teamkollegen, auch mit dem Alpine Interreifen. Da der Underdog, der es hier mit den Mediums probiert. Einer, der was versuchen wird, fährt mit den McLaren und Mediums. Dann kommt der McCopper mit dem Red Bull und Inters. Alonso mit dem Red Bull und Inters. Füzo Alex mit den Aston Martin und Inters. Andy fährt mit dem Racing Bull und Interreifen. Und Silent wird mit dem Ferrari aus der letzten Startreihe, aus F1 Sicht 7. Reihe, mit den Interreifen in seinem Ferrari fahren. Alle sind korrekt in die Startposition gefahren. Jetzt ist die Ampel aus. Jetzt geht sie langsam an. Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5. Und der Start geht los. The Ace kommt gut weg. Dann hinten beim Underdog geht es ganz schief. Die Reifen hätte er sich vielleicht doch am Anfang vielleicht nicht nehmen sollen. Kingslam verliert eine Position. Da kommt der Coca an Flier vorbei. Flier schon um 2 Positionen zurückgefallen. Hinten ging einer weit, das war der Silent. Für den Underdog läuft's nicht. Scheint mit den Reifen nicht klar zu kommen. Ja, da ist der nächste Quersteher. Und da gab's die Berührung und ja, da ist auch ein Teil des Frontflügels. Nein, ist nicht weg. Ja, und Kingslam ist schon außerhalb des Sekundenfensters. Da hinten vorne The Ace und Franz Herrmann schon 2 Sekunden voraus. Da wird der Hopper vom Andy geschnappt. Vorne Franz Herrmann. Schafft's nicht ganz. Dahinter Dirk versucht's bei Kingslam. Kingslam hat bessere Traktion und kommt da weg. Jetzt der Coca Matthäus, der geht vorbei am Ferrari-Piloten Dirk. Flier hat massig Probleme, da scheint einfach nicht zu laufen. Der Füßer Alex ist auch schon dran und könnte ihn auf der nächsten Geraden sich schnappen. Der hat aber wiederum Smokey hinter sich. Ja, jetzt wird's ein langes Rennen, ein zähes Rennen. Die Jungs, die werden jetzt nicht überhart gegeneinander fighten. Das wird jetzt mehr über die Strategie gehen. Andy hat sich jetzt einen Alonso geschnappt. Die beiden Red Bulls und der Silent holt sich beide. Der Silent macht einen guten Job.
Jetzt nach 3 Runden geht der Underdog rein und holt sich den frischen Interreifen. Und da fliegt der Ferrari von Dirk ab. Aber nichts Wildes passiert, kein Frontflügelschaden. Jetzt langsam wieder reinbekommen, langsam entspannen und weiter geht die Fahrt. Also Coca Matthäus ist auf der 4 auf der Jagd nach Kingslam. Es gibt natürlich kein DRS. Das heißt, er muss sich so rankämpfen, wie er es schafft. Auf jeden Fall ist es ein Dreikampf um Platz 3 aktuell. Dirk hat sich wiederholt und ist drauf und dran an Physio Alex. Aber Andy 2610 ist dran an Smokey. Er macht es aber auch ganz gut. Er fährt da ganz entspannt dahinter und dived nicht rein oder so. Aber jetzt könnte der Versuch kommen. Er bleibt aber nach wie vor dahinter. Aber er cuttet jetzt ganz schön komisch. Ich denke auch der Regen hat aufgehört. Der Regen ist weg. Das bedeutet, es geht gleich auf die Trockenreifen. The Ace, Franz Herrmann sind schon auf dem Weg rein. Kingslam, Coca Matthäus. Das war knapp. Flier, Physio Alex. Dirk bleibt draußen. Noch eine Runde. Silent bleibt auch draußen. Genauso wie Arcelonso. Die restlichen sind alle reingefahren. Ja, und Underdog, der kommt noch nicht ganz ran, aber der muss auch rein. Was ist denn mit den Reifen jetzt eigentlich gedacht? Inter, Medium, Medium, Inter, Hard, Medium, 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 Hard, Medium, Hard, Medium. Ja. Coca Matthäus probiert's mit dem Harten. So eine Frage Zeit, bis sich der Ace an Dirk ranarbeitet.
Jetzt ist The Ace wieder der Rennführende. Aber Franz Herrmann lässt nicht locker. Jetzt kann es gleich den Angriff geben. Der Hermann ist so nah dran. Der Underdog, der holt sich die schnellste Rennrunde. Kingslam 3 Sekunden. Und der Franz Herrmann. Nichts geschafft. Coca Matthäus muss sich jetzt gegen Kingslam verteidigen. Dirk 3 Sekunden. Hier in Kanada können sehr, sehr schnell 3 Sekunden passieren. Auf jeden Fall geht es vorne gleich zur Sache. 4 Zehntel. Es könnte knapp werden. Man braucht ungefähr 4 Zehntel. Kommt drauf an. Ja, immer noch nicht. Aber Kingslam holt sich den Coca Matthäus. Der Kingslam wird jetzt nochmal eine neue Bestzeit fahren. Eine 1:15:319. Füße Alex ist noch schneller. Ist jetzt so eine leichte Schlacht hier um die schnellste Runde oder was? Ja, für den Underdog, der wird jetzt hier so langsam rankommen an den Silent. Coca Matthäus 3 Sekunden. Das ist gut für Flier. Franz Herrmann kommt nicht richtig ran. Oh, doch. Jetzt ist er dran. Jetzt ist er vorbei. Jetzt gab es den Führungswechsel. Der McLaren-Pilot Franz Herrmann hat sich die Führung geholt und eine neue schnellste Runde aufgestellt. Was macht der Flier? Der müsste jetzt eigentlich so langsam rankommen. Smokey ist an Andy dran. Was macht denn der Underdog? Der macht jetzt hier gerade schnellste Runde oder was? Nein, diesmal war es nix. Aber er kommt immer näher an Silent, immer näher. Er hat noch 60 Runden, das könnte er so ganz easy hinbekommen. Ja, unser Ace will sich den Platz zurückholen, den sich der Franz Herrmann gerade eben geholt hat. Aber Franz Herrmann ist schnell auf der Geraden.
Er sticht nicht rein. Er hält sich zurück. Auch der Coca Matthäus ist wieder dran. Ein Kingslam. Smokey gegen Andy. Aber der Underdog, der hält seine Rundenzeiten bei. 15,5 fährt er jetzt die ganze Zeit. Deshalb scheint es mir so, dass der Underdog, der ist ungefähr 2 Sekunden schneller als der Silent pro Runde. In den nächsten 3 Runden müsste er dran sein. 3, 4 Runden. The Ace probiert es jetzt erneut. Diesmal hat er ein bisschen mehr Schwung mitgebracht und ist auf der 1. Und hat jetzt nochmal DRS. Kingslam, der nimmt den ganze Zeit den Coca Matthäus mit sich. Also, der, der hatten sich die ganze Zeit hinter sich gehalten. Ist wie so ein Gepäckstück, was er mit sich rumschleppt. Coca Matthäus bleibt einfach dran. Auch ein Smokey, der hängt auch am Ende auch schon seit einigen Runden. Wie gesagt, der Underdog ist wieder 2 Sekunden rangefahren an Silent. Und es ist wieder eine 15:1. Also er wird stets schneller. Aber er hatte halt im Gegensatz zu Silent die gelben Reifen drauf. Und Coca Matthäus Kingslam, der ist eingeschlagen. Der beruhigt sich kurz und dann fährt er wieder weiter. Smokey hat jetzt den Andy sich gepackt. Arcelonso ist auch schon dran. (17:3 zu 15:1) sind wieder 2,2 Sekunden, die er schneller war. Was macht der Franz Herrmann? Er holt sich den The Ace ab. Kingslam. Jetzt holt sich der Andy auch noch 3 Sekunden ab. Arcelonso ist näher dran gekommen. Und jetzt hat Silent eine 17:2 und Underdog eine 15:7. Also Underdog ist jetzt am Ende der Runde auf jeden Fall im Angriffsbereich. Und Arcelonso hat's erwischt.
Und Silent lässt einen Underdog durch. Flier geht nicht am Koka vorbei. Seis ist nach wie vor dran an Franz Herrmann. Underdog 3 Sekunden. Und jetzt hier packt sich der Flier den Coca Matthäus. Ein Vierkampf um Platz 3 mit 2 ohne Tracklimit Strafe. Aber jetzt geht es auf jeden Fall so langsam in die Überlegung bei den Medium-Reifen, dass sie langsam rein müssen. Das wird so langsam die Zeit. Ich denke mal so Runde 20 bis Runde 25 könnten wir die ersten Stops sehen auf die harten. Der Dirk löste gerade eine gelbe Flagge aus, aber ich sehe nichts. Da nichts kaputt. Auf jeden Fall ist immer noch Andy gegen Smokey. Der Dirk holt sich jetzt die 3 Sekunden Strafe ab. The Ace übernimmt wieder die Führung und geht an Franz Herrmann vorbei. Dasselbe gilt auch für Coca Matthäus, der sich den Flier wieder geschnappt hat. Und Silent holt sie 3 Sekunden. King Slam wird so langsam ein bisschen schwierig für ihn, jetzt um das Podium zu fahren. 6 Sekunden Strafe. Sehen wir uns die ganze Sache mal vor
aus der Sicht von Kingslem an. Aber Flier hat eine bessere Sicht und überholt Coca Matthäus. So, und Franz Herrmann hat die nächste Chance wieder, um an the Ace zu kommen. Oh, 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 oh. Das war für einen Underdog gerade nix. Der muss jetzt wieder die Fahrt nach vorne machen. Aber der Flügel scheint auf der linken Seite weg zu sein. Von jetzt aus rechts. Ja, Flügelschaden. Coca Matthäus holt sich Flier wieder bei Start und Ziel ab. Auf jeden Fall, es gibt aktuell zwei gute Kämpfe. Einmal um den Sieg zwischen Franz Herrmann und The Ace. Und um Platz 3 Coca Matthäus, Flier, Kingslam, Physio Alex. Ja, und Underdog hat 10 Sekunden in der Boxengasse. Das ist ein DNF des Underdogs. Somit haben wir vielleicht einen Interviewkandidaten. Kann ich mir ja mal reinholen. Auf jeden Fall schauen wir uns die Sache schnell an, was hier noch geschehen kann. Dann gehe ich ganz schnell in die Box und lade mir den Underdog einfach mal schnell ein. So, da sind wir wieder. Franz Herrmann, The Ace. Ist nichts passiert. Auf jeden Fall, The Ace hat nach wie vor die Chance, hier den Sieg zu holen. Es sind immer noch 48 Runden. Die Halbzeit haben wir noch nicht. Wir haben jetzt erstmal ein Viertel des Rennens absolviert.
das wird noch nix. Da kam er ein bisschen weit und hat somit ein bisschen Zeitverlust. Dahinter Flier, der auch schon das Heck von Coca Matthäus in- und auswendig kennt. Der mag den Alpine Aufstrich. The Ace! The Ace holt sich die ersten 3 Sekunden ab von den beiden Führenden. Ja, und somit habe ich meinen ersten Interviewkandidaten, der Underdog. Heute leider sehr, sehr früh vorbei bei dir. Ja, bist mit dem falschen Reifen gestartet, nicht wahr? Das hatte ich so ein Nee, bisschen. es war halt, wie man bei mir auch in meinem Stream gesehen hat, trocken, es war kein Regen mehr da. Ich habe den Medium ausgewählt, weil ich als Option den hatte und auf der Countdown warum und auf regnet es wieder. Okay. Aber hey, Kanada ist halt scheiße. Ja, am Ende hat es noch Heckflügelschaden oder bist du. Ich war einfach nur noch genervt. Den Strafpunkt nehme ich liebend gerne in Kauf dafür. Ja. Aber Woll- bevor ich mich eine Stunde überrundet mit 10 Sekunden Zeitstrafe hinterherquäle und eh nicht vorbeikomme. Ja, die beiden hier, Franz Herrmann und The Ace, sind heute schon so ein bisschen an der Macht. Man sieht ja schon, wie, Ja gut, die sind aber nur durch den Regen weggekommen. An sich von der Pace her sind die im Trockenen nicht so dominant. Die haben sich halt im Regen abgesetzt. Ne? ja, jetzt haben sie halt die ganze Zeit immer das DRS voneinander. Franz Ja, ne, Herrmann. das ist. Oh, jetzt Und hat der dritte. Franz Herrmann gerade den The Ace außerhalb des Sekundenfensters gekämpft. Das erste Mal seit langem. Das scheint jetzt so ein bisschen für Franz Herrmann zu sein. Ja, so ein bisschen. Also der hat jetzt gerade den Trumpf so ein bisschen. Auch wenn es noch 46 Runden sind. Ja, 3 Sekunden Strafe The Ace, das wird schwierig. Außer Franz Herrmann holt sich jetzt auch noch was ab. Ja, erzähl mal, was war denn sonst heute im Rennen los? Ach, wie gesagt, die Pace ist eigentlich da gewesen. Aber es ist halt, wie gesagt, Kanada hasse ich, mag ich eh nicht. Und ach, keine Ahnung. Wenn der Wurm drin ist, dann ist der Wurm drin und dann kriegt ihr ihn nicht raus. Musst du mal ordentlich schütteln. Dann, Aber vielleicht kommt da es ja soll irgendwann mir was. halt auch recht sein, weil ich glaube, ne, ich hätte halt vielleicht, wie gesagt, ich habe davor noch oder im Quali noch ein bisschen nebenbei was Liga-Leitungssachen gedöns gemacht. Vielleicht war da einfach die Konzentration heute auch nicht da. Ja, okay, das kann man natürlich verstehen, dass du dann so ein bisschen ja, die Gedanken so ein bisschen dabei waren. Aber sonst, ja, Ja, genau, in gut 2 Monaten ist es ja dann auch wieder soweit mit Jubiläum TCL. Da ist ja auch noch ein bisschen was zu tun. 3 Jahre TCL dann. ja, gibt es denn da schon was für unsere Zuschauer, was sie eventuell wissen Ne, dürfen? wenn die Zuschauer es wissen dürften, wüssten es die Fahrer zuerst. Also demnach ist es noch nicht offiziell. Ja, okay, die Fahrer sind meistens auch die ganzen Zuschauer, vielleicht ein paar Einzelne noch dazwischen. Ja, aber wie gesagt, es wird, denke ich mal, demnächst was kommen, aber jetzt noch nicht. Ich wollte aber auch nur kurz ja, mich melden. Wie gesagt, ich werde jetzt einfach mal offline gehen und meinen Kopf mal ausschalten. Genau. Naja, morgen Ich, ist ja die TCR Apex. genau, Werden wir uns, denke ich, mal wieder hören oder beziehungsweise ich sehe dich auf dem Bildschirm. und ich werde deine Stimme nebenbei hören. Also ich danke dir auf jeden Fall. Ich wünsche dir noch viel Spaß. Und du siehst, der Flür kommt auch rein mit Gucker. Und ja, Zuschauer, lasst Liebe da bei Basti natürlich. Und ja, einen schönen Abend noch. Ich danke dir, ich wünsche dir einen schönen Abend und danke fürs kurze Interview. Dann Gerne. bis Tschüss. denne. Ciao, ciao. So, da haben wir unseren Interviewgast einmal kurz abgehört. Tschüss Alex mittlerweile zum zweiten Mal einen Stop gehabt und ist auf die Harten gewechselt. Das könnte eventuell bei ihm eine 3-Stop-Strategie werden. Oder gab es die gelbe Flagge und es war Flier, der Weltmeister. Der hat den Flügel ab.
Der hat linke Seite keinen Flügel mehr. Da wird was mit Coca Matthäus oder Kingslam passiert sein, weil Coca Matthäus wird jetzt wieder angegriffen von Kingslam. Somit denke ich mal, dass sich da was irgendwie getroffen hat. Flier in der Box. Der Weltmeister wird jetzt erstmal auf die Harten bestimmt gehen. Oder macht er Doppel-Medium-Stop? Er macht den harten Stop, genau. Ja, Mac Hopper ist immer noch an Smokey. Ja, und somit haben wir jetzt erstmal nur noch einen Zweikampf um den Sieg, aber der hat sich ja jetzt ein bisschen erübrigt, da Franz Herrmann 2,1 Sekunden, 2,2 Sekunden Abstand zum Ace hat. Kingslam wird langsam schneller und versucht sich an The Ace ranzuarbeiten. Und Coca Matthäus ist der Mann, der im Schlepptau von Kingslam, den wird er niemals los. Der wird immer dabei bleiben. Aber wie gesagt, jetzt kommen die ganzen Medium-Reifen so langsam zum Stoppen. Coca Matthäus ist nach wie vor dran, hat immer noch 15 Achterzeiten. Kingslam wird der Erste sein, der zum Stop muss und dann auch noch die beiden Führenden. Weil Coca Matthäus könnte nach langer Zeit der schnellste Mann hier im Feld sein. McCopper. Hey Jesse. Hab dich schon vermisst. Oh, da ging der Füße Alex an Smokey vorbei. Füße Alex ist der Mann mit den zweitfrischesten Reifen neben Fleer. Auf jeden Fall ist immer noch ein paar Duelle da. Coca Matthäus nach wie vor an Kingsland dran, der mittlerweile eigentlich zum Stop müsste. Ich will gar nicht wissen, wie viele Prozente der schon hat. Und wie lange er sie noch strecken will. Dann Füße Alex hat bei McCopper eine kleine Versammlung eingerufen. McCopper, Füße Alex, Smokey und Azelonso. Schauen wir mal schnell auf die Positionskarte. Das war Kingslam, der jetzt hier die gelbe Flagge ausgelöst hat. Und er steht sehr ungünstig. Auf jeden Fall Positionsgänge Andy der beste von allen. Stops von Physio Alex 2 und Fleer 2, alle anderen je einen. Und die Reifen 23 Runden alte Medium bei Franz Herrmann, The Ace, Kingslam und Smokey. Und die Strafen, ja. Ja, Jesse, nach wie vor, der Hals macht noch nicht ganz mit, Schmerzen, aber ich habe mir gesagt, heute probiere ich es einfach mal mit ein bisschen Reden, ein bisschen entspanntes Reden und versuche mich hier auf das Rennen hier gut vorzubereiten. Ja, aber ansonsten geht es mir gut. Wie geht es denn dir, meine Liebe? Also Coca 3 Sekunden, The Ace 3 Sekunden, Andy 3 Sekunden, Silent 3 Sekunden. Ja, vielen Dank, meine Liebe. Ich hoffe, dass ich morgen fitter bin als die letzten 3 Tage. Aber das wird schon irgendwie. Jeder Mensch hat mal Halsschmerzen. Kingslam 6 Sekunden, Dirk 6 Sekunden, Arcelonso 6 Sekunden. Du hast ein Rennen hinter dir. Wo fährst du denn? Und welcher Platz bist du denn geworden?
Da geht der Arzt Alonso vorbei an Smokey McPot bei der SRL. 11. Platz, wie viele warte denn? Also, 11. Platz klingt nicht verkehrt, aber wo seid ihr denn gefahren und wie viele waren denn dabei? Der Ace kommt mit einem harten besser zurecht als der Franz Hermann. Ist das einzige Duell. Dirk holt sich 3 Sekunden ab. Ja, The Ace hat jetzt gerade die Chance, sich erstmal kurzzeitig an Franz Hermann vorbeizusetzen. Auf jeden Fall scheint es für Franz Hermann mit den Harten noch ein bisschen zu brauchen. Vielleicht wird er in den nächsten 3 Runden schneller werden. Und für so Alex dran an Andy. Teamkollegen, Duell. Arzt Alonso gegen Mac Hopper. Oh, Niederlande ist natürlich auch eine Strecke, wenn man die voll fährt, eine sehr anstrengende Strecke. Ich mag die auch nicht, ich bin die echt immer ungerne gefahren. Aber mit P11 von 15 Leuten, sagen wir mal so, es ist, denke ich mal, für den Anfang akzeptabel. Und bei so vielen Runden, da will man einfach nur die Beine hochlegen, denke ich. Kingslam löst gerade sehr, sehr viele gelbe Flaggen aus. Smokey in der Box. Ja, Safety Car, Safety Car, Safety Car. Da gab es halt auch schon eine Menge Rennen, die ich kommentiert habe, wo es zu viele Safety Cars gab. Führst du Alex 3 Sekunden, aber die machen meistens das Rennen kaputt. Damit sind mir schon viele Siege weggerannt. Da kamen auf einmal alle wieder an und dann musste ich wieder kämpfen und habe dann den Sieg verloren. Oh, Red Bull. Das sah gerade sehr, sehr gefährlich aus. Füße Alex ist vorbei an Dirk. Auf jeden Fall kommen die beiden so langsam wieder an Coca Matthäus ran. Coca Matthäus, das wird schwierig. Also er könnte natürlich nochmal mit harten Reifen fahren. Das ist natürlich kein Ding. Mit den Inters ist er mit den Inters gestartet. Somit darf er auch nochmal mit harten Reifen fahren. Oder haben sie es mittlerweile geändert, dass man es nicht mehr darf?
Ich danke dir, Jesse. Ich wünsche dir einen schönen Abend und wir hören uns demnächst im nächsten Stream bestimmt. Ja, ich muss ja reden. Ohne Reden gibt's kein Kommentieren. Aber ich werde es schon irgendwie überleben. Ich mache halt nicht so viel Gesprächsbedarf. Immer mal ein bisschen Pause. Bisschen langsamer reden. Vielen lieben Dank. Fleer ist dran an Kingslam. Wow, 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 wow. Das war sehr, sehr hart rübergezogen. Fleer mit einer 13,9. Ja, Kingslam verliert gleich richtig viel Zeit. 30 Runden Medium ist natürlich eine Hausnummer. Jetzt ist Coca Matthäus auch an Kingslam schon dran. Franz Herrmann gibt wieder Gas. Der ist wieder auf dem Weg Richtung The Ace. Ja, Coca Matthäus muss jetzt so langsam vorbei an den Kingslam. Das wird jetzt aber wahrscheinlich funktionieren. Kingslam kommt nämlich sehr, sehr langsam rum. Und Coca geht schon sehr, sehr früh an ihn vorbei. Kingslam in der Box. Da Andy ist dran, immer noch an Dirk. Für Kingslam ist es jetzt wichtig, vor beide Red Bulls rauszukommen, weil sonst könnte er eventuell aufgehalten werden. Und er schafft's. Smokey, 3 Sekunden. Und Coca Matthäus hat einen Disconnect. Coca Matthäus hat einen Disconnect.
So, dann schnell weiter. Also, Gucker, ich habe dich direkt wieder eingeladen. Ich hoffe, es wird nicht so lange dauern. Was kommen denn jetzt hier für 3 Sekundenstrafen hier rum? So viele auf einmal. Erst Dirk, dann Andy. Da haben wir nur noch 3, die keinen haben. So, Andy, jetzt nächster Versuch. Ist aber, denke ich mal, etwas zu weit entfernt. Oh, Stromausfall. Ach nein. Das ist natürlich nicht so gut. Vielleicht beruhigt sich das bis in den nächsten 3, 4 Minuten und so lange wird die KI halt noch, die fährt halt durch. King Slam ist jetzt auch dran. Das ist natürlich jetzt für einen Andy ein bisschen schwierig, weil er muss jetzt nämlich geradeaus nach hinten fahren. Also nicht nach nicht. Ganze Straße ist dunkel. Oh. Die Dunkelheit. Auf jeden Fall sieht so aus, als wäre King Slam gerade mit dem frischen Reifen der schnellste. Aber er kommt halt wirklich nicht durch. Mit Pech knallt's gleich. Wer steckt zuerst zurück? Oh, Andy geht in die Box. Somit ist King Slam jetzt wieder mitten im Renngeschehen. Auch im Renngeschehen Füso Alex, der die KI von den guten Coca Matthäus drauf hat.
Die KI von Coca Matthäus scheint ziemlich schnell zu sein auf der Geraden. Physio Alex mittlerweile auf der 4. Positionsänderung, Physio Alex jetzt bester Mann mit den meisten Überholungen. Stops bis auf Dirk, Arcelonso, McHopper und Silent, alle mit 2 Stop-Reifen. 4-mal hart, dann 2-mal Medium, dann 3-mal hart, dann einmal Medium und dann 2-mal hart. Das ist so eine schöne Stufung hier. 4, 2, 3, 1, 2. Ist echt eine schöne Stufung hier. Ja, Strafen. 3 Sekunden The Ace, 3 Sekunden Physio Alex, 3 Sekunden Coca Matthäus, 9 Sekunden Kingslam, 9 Sekunden Dirk, 6 Sekunden Alonso, Andy hat 6, McPott hat 3 und die nächsten 6 Sekunden sind von Silent. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall die Hälfte schon geschafft. Somit, ja, der F1 Frenzen sagt gute Nacht. Geschafft, gute Nacht. So, Duell Andy gegen Hopper. Andy macht es jetzt schon in der ersten DRS-Zone. Das Ding ist, McHopper hat gleich DRS, aber ich denke mal, Andy wird mit dem frischen Medium-Satz schnell wegkommen. Kingslam holt sich die neue schnellste Rennrunde hier in Kanada. Oh Mann, was ist denn los, mein Lieber? Der Stromausfall scheint wohl ein bisschen länger zu dauern. Bei mir war der immer nach 15 Minuten, 5 bis 10 Minuten fertig. Da war der Arzt Alonso im Kies bzw. im Gras. Somit Andy geht vorbei an Alonso. Und ja, dann gab es die Berührung, aber kein Flügelschaden. Jetzt ist schon wieder Kingslam. Der steht hier ein bisschen schief. Der muss sich da rausarbeiten hier. Es regnet wieder. Es regnet wieder.
Franz Herrmann war gerade bei 1,7 drin und jetzt sogar raus. 2,3. Fühlst du, Alex, ist nicht ein bisschen früh mit den Inters? Auf jeden Fall sind da schon die Pfützen. Es könnte aber zu früh sein. Ah, das wäre ein Undercut gegen Flier. Das ist ein Williams. Wer ist denn das da hinten? So, Flier. Flier hat kurz gelbe Flagge ausgelöst. Franz Herrmann ist in der Box gewesen. Jetzt schauen wir mal, was der The Ace noch drauf hat. Da hat er sich doch ein bisschen zu viel gewollt hier. Hat jetzt doch ein bisschen zu viel gewollt dafür. Weil jetzt kommt Franz Herrmann nämlich mit riesen Schritten näher. Okay, er fährt immer noch weiter. Denkt er, dass es gleich wieder trocken wird, oder wie? Für The Ace könnte es natürlich jetzt richtig bitter werden. Der hätte eigentlich reingemusst. Weil Flier wäre jetzt auch schon vorbei fast. Der Red Bull-Pilot geht vorbei. Jetzt bin ich aber gespannt. Bleibt er nochmal draußen oder geht er rein? Eigentlich muss er jetzt reingehen. Er bleibt weiter draußen. Also das ist eine Strategie, die keiner bis jetzt versteht. Der The Ace fährt weiter mit den harten Reifen, obwohl alle schon auf Inters gegangen sind. Jetzt ist natürlich der Franz Herrmann da und holt... Uah! Da muss der Franz Herrmann aber gerade mächtig aufpassen, dass ihn der The Ace nicht vor die Nase fährt. Oder in die Nase sogar. Uah!
Also die Strategie von The Ace ist aktuell die schlechteste heute. Weil es regnet halt nach wie vor. Mittlerweile ist jetzt nur noch Platz 3 drinne für ihn. Ja, ein bisschen spät für The Ace. Auf jeden Fall sieht es ganz gut aus. Die Kackwerbung, Alter. Ey, Waldschak, na, wie lief es bei dir? Bei mir, dein Lieblingsteam diese Saison, Aston Martin, der Fahrer Seis, ist gerade etwas zu lange mit den Harten gefahren und somit ist er jetzt nur noch Platz 3. Der Underdog, der hat sich schon sehr, sehr früh verabschiedet und ist halt der einzige DNF des heutigen Abends. Wir haben 51 Runden schon gefahren und ja, es sind noch genau genommen 20 Runden. Diese 20 Runden, da hat der Franz Herrmann gerade eine sehr gute Pace drin und ich denke nicht, dass ihn da noch jemand ärgern wird. Na okay, außer er selbst. Ui, kaum Drama, kaum Überholungen. Ui, ui, ui. Ja, hier ist jetzt auch kaum Überholungen mehr möglich. Wir haben halt auch nicht viele Platzveränderungen. Der Coca Matthäus fährt nicht mehr mit. Der ist nämlich mit seinem... Er hatte einen Stromausfall. Somit wird er nicht gewertet, denke ich. Ja, der Coca hat so eine schöne Pace und selbst seine KI ist gerade auf dem Weg, Physio Alex zu schnappen. Da King Slam gegen Andy. King Slam gegen Andy. Er geht. Da treffen sie sich. Der Regen ist schon wieder fast weg. Das heißt, es geht nochmal gleich auf Trockenreifen. Jetzt ist aber vorbei der King Slam. Aber Andy kann es natürlich nochmal ausnutzen. King Slam geht als erstes rein. Dahinter der Andy. Und der Dirk ist auch schon drin. Mit dem Medium-Satz. Ja, vorne Franz Herrmann. Dirk holt sich direkt 3 Sekunden wieder ab. Franz Herrmann in der Box gewesen. 10 Sekunden für Flier. Das ist Pech. The Ace ist wieder auf der 2.
Der jetzt aber wieder ein bisschen länger fährt als die anderen. Ist er zwar dran an Franz Herrmann, aber Franz Herrmann könnte jetzt gleich abhauen. The Ace rutscht jetzt schon weg. Auf jeden Fall, The Ace ist nach wie vor noch im Rennen, aber die Inters werden am Ende der Runde die schlechtesten sein. Ja, er kann sich noch mit der Pace ein bisschen festhalten am Franz Herrmann, aber jetzt geht's weg. Ja, für dich ist halt schwierig. Wenn du jetzt nochmal reinkommst, bist du wenigstens P5 oder P4. Aber ich weiß nicht, ob du gewertet wirst. Auf jeden Fall, die KI ist nach wie vor P5, wird auch nicht mehr, denke ich, angegriffen. Musst dir ein Fahrrad kaufen. Musst du nebenbei Fahrrad fahren. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen böse, aber ein bisschen Spaß muss doch schon sein. Aber ich hätte es dir auf jeden Fall gegönnt, dass du in die Top 5 fährst. Natürlich wäre es ein schönes Ergebnis für dich gewesen. Vielleicht hast du ja Glück, dass du nochmal in den nächsten 3, 4 Minuten deinen Strom wieder hast. Oh, Smokey gegen Mac Hopper. Also Mac Hopper ist der einzige ohne Strafe heute. Also ich denke mal, das könnte unser sauberster Fahrer werden. Da steht ein Ferrari und es ist Dirk. Zum wiederholten Mal und der steht auch noch schief. Oh, er muss aufpassen. Da sind die anderen Fahrer dran. Jetzt kann er es machen. Jetzt hat er Chance. Die Chance, sich zu drehen. Hat er einen Flügelschaden oder ist er ohne Flügelschaden? Na, er hat einen Flügelschaden. Schade. Schade, schade. Aus Maranello. Ferrari ist Elfter und Zwölfter. Auf jeden Fall wird der Platz 9 und 8 nochmal spannend. Ja, der einzige Kampf ist hier um P8. Also vorne nichts mehr zu holen. Hinten, ja, ein bisschen Langeweile, würde ich mal behaupten. Aber wir sehen auch noch sehr, sehr viele Zeitstrafen. Wird sich vielleicht noch die eine oder andere Änderung geben. Und da gibt es auch zwei Softfahrer. Upsi. Ja, Kingslam 15 Sekunden. Das könnte für ihn
auf jeden Fall einen Platz bedeuten, auch für einen Flieger. Alonso holt sich auch nochmal 3 ab und das wird ihn nicht schmecken, weil er Smokey, wenn er ihn überholt, direkt wieder überholen lässt. Ja. The Ace hat 6 Sekunden, das heißt, diese 4 Sekunden sind gerade wichtig für einen Flieger. Der Ace darf nicht runterkommen. Auf jeden Fall, Smokey ist immer noch an Hopper dran. Was anderes wird es eventuell nochmal geben, weil Flier nämlich ran an Hermann kommt. Sind noch 12 Runden zu fahren. Das könnte nochmal enge Momente geben. Gibt es jetzt am Ende nochmal einen Angriff jetzt von Smokey? Er kommt auf jeden Fall jetzt ran an Hopper. Nächst sind noch 7 Zehntel. Das ist noch nicht möglich. Kingslam weitere 3 Sekunden. Smokey ist zu weit entfernt, aber der S-Flügel ist offen. Er wird sich um ein paar Zehntelchen rankämpfen, aber überholen schafft er nicht. Er muss ungefähr bei 4 Zehntel sein. Ungefähr so ungefähr. Wenn er so auf der DRS-Geran dran ist, dann kommt er vorbei. Für Flier, der wird hier nach wie vor kämpfen. Smokey 3 Sekunden. McHopper könnte ihn eigentlich einfach so ziehen lassen und sich mitziehen lassen. Vielleicht würden sie noch an Andy rankommen. Gelbe Flagge wegen eines Red Bulls, der den führenden Mann Franz Herrmann durchgelassen hat. Und Smokey ist außerhalb des Sekundenfensters. Jetzt ist Kingslam dran an Coca Matthäus an der KI. Mit 4 Hoffnungen kommt er noch ran. Hallo, mein lieber Salord. Er kommt zum spannendsten Teil des Rennens und sieht, wie der Kingslam die KI von Coca Matthäus sich vor der DRS-Geraden geschnappt hat. Ja, und somit ist das Duell auch wieder vorbei. Kingslam auf dem Vormarsch, aber hat eine Menge Zeitstrafen. Auf jeden Fall ist der Ace aktuell auf P2 und Flier auf der 3.
Aha. Na, mein lieber Dendo, ich bin seit gestern zurück und auch ein bisschen erkältet, aber es wird schon. Wie geht's dir, mein lieber Dendo? Ja, Salord, 8. und 11. in Jeddah. Das sind doch gute Ergebnisse. Also, und du machst kein Ligarennen in dieser Liga oder was? Ich vermisse dich so ein bisschen. Dirk, 3 Sekunden. Freitag 1. und Mittwoch 2. Ja, sind doch auch gute Ergebnisse von dir, Dendo. Wie kannst du nur es wagen, die TCL im Stich zu lassen? Nein, alles gut. Sei dir gegönnt. Überall mal was Neues. Ja, Dendo. Wird sich jetzt auch langsam zeigen hier. Ich zeig dir mal gerne die Strafen. Da sind die Strafen. Haben sie gut gesammelt, oder? Ja, ich freue mich schon auf Ungarn. Ungarn ist schön. Ja, der King Slam, der kommt mit der Strecke nicht klar. Aber auch ein Dirk ist auch so ein Fall, der hat auch sehr viel gesammelt. Ja, keine Ahnung, wie McCopper das alles bis jetzt ohne Strafe durchbekommen hat. Hm. Der Endo ist am Samstag in Ungarn unterwegs. Wo bist du denn in Ungarn unterwegs? In der, in der realen Welt oder was? Ich war ja schon 5-mal da. Smokey hat sich jetzt den McCopper nach langer, langer Zeit geschnappt. Ja, musst aber aufpassen beim Hungaroring. Äh, wenn du mit Taxi hinfährst, kann es über 2 Stunden Wartezeit bedeuten für dich. Wir haben 2 Stunden damals am Hungaroring gestanden, um uns überhaupt ein Taxi zu nehmen. Ja, ich sag's ja nur. Die KI von Coca Matthäus ist jetzt noch weiter runtergefahren. Mit Auto ist es einfacher. Hast du wenigstens hast nämlich keine Probleme. Da wird dir höchstens der Stau ein bisschen nervig sein. Aber wenn am Taxi du da bei einer starken Hitze bist, das willst du auch nicht. Smokey McPot holt sich weitere 3 Sekunden. Arcelonso holt sich 3 Sekunden. Guck mal, wie sie hier sammeln. Ja. Na, wir hatten auch überlegt, nach Ungarn zu fahren, aber wir fahren lieber in 2 Wochen, 2,5 Wochen nach Malle. Das ist für ein bisschen entspannter und nicht so stressig. Nach so einer Kreuzfahrt, die wir gerade hatten. Aber jetzt, ja, hätten wir uns mal sehen können, stimmt schon. Wir werden uns garantiert irgendwann mal sehen. Würde ich mich auf jeden Fall darüber freuen. Dann kann ich dich richtig piesacken. Nein, das war nur ein Scherz. Ja. Auf jeden Fall, ich werde die Strafen mal jetzt wieder wegmachen. Die werden mich langsam nerven.
Ja, Salot. Ich bin jetzt auch nicht zum Party machen dahin unterwegs. Mallorca ist einfach so ein bisschen Sonne, Strand, Meer. Was willst du mehr? Côte d'Azur ist natürlich auch eine gute Idee. Salot genießt das Leben, na sicher, der macht doch immer wieder. Ja, Nizza Nizza oder Nizza? Ich bin da gerade ein bisschen überlegen, was besser ist. Da geht der Williams vorbei. Der Flieger, der überrundet gerade den Hopper. Ja, ich bin auch ganz easy in 2,5 Stunden im Malle. Ja, da werde ich halt auch sehr, sehr viel chillen und werde dann, denke ich, das ist der vorletzte Urlaub für mich dieses Jahr. In Oktober geht's nochmal für eine Woche weg. Dann ist bei mir der Urlaub auch vorbei. Nizza. Ha, ist natürlich auch nicht schlecht. In Frankreich war ich auch schon. Oh, bist du in Saudi-Arabien? Was machst du denn in Saudi-Arabien, mein Lieber? Ja, aufs Renngeschehen kann man halt nur ein bisschen schauen. Mac Hopper und Smackpot, die beiden Macs, Freunde, die fahren hier auch die ganze Zeit miteinander. Aha, Golfpo, hört sich ja interessant an. Musst mir mal was schicken. Also natürlich nicht deine Freundin, sondern schick mir mal ein paar Bilder davon. Würde mich freuen. Interessiert mich. Dann werden wir es natürlich im Chat lesen oder sehen. Im Januar bin ich nämlich zu Hause, denke ich mal. Da werde ich mir keinen Urlaub, denke ich mal, nehmen. Ja, erst nächstes Jahr, denke ich mal, wieder in der Sommerzeit werde ich dann wieder mal weg sein. Solange werdet ihr mich auf jeden Fall erstmal, also ihr werdet mich erstmal 2,5 Wochen ertragen müssen und danach, dann habe ich auf jeden Fall 3, 4, 5, 6 Monate fürs Kommentieren für euch mit White Shark, Dennis oder auch Domme. Hat es euch Spaß gemacht? Ich hoffe, die haben schöne Streams für euch gemacht. Werden sie bestimmt auch demnächst nochmal ein paar Streams übernehmen, wenn ich nicht da bin. Ja, oh, jetzt kackt deine Verbindung ab. Kann es auch meine Verbindung sein? Nein, meine ist es nicht. Ich sehe immer noch alles. Sehr, sehr gut. Ich habe auch extra ein bisschen umgestellt. Also ich sehe nach wie vor eigentlich alles flüssig. Auf jeden Fall, Mackhopper ist sowieso vorbei am Smoky. Somit gehen wir direkt zum heutigen führenden TCL Franz Hermann. Der fährt jetzt hier seine letzten paar Meterchen oder Kilometerchen Richtung Start und Ziel
Er ist drauf und dran, sich hier den Sieg zu holen. Der geht da an den Alpin vorbei. Oh, der Alpin, der drückt ihn ganz schön rüber. Das wäre jetzt gerade noch was für den Franz Herrmann gewesen. Hätte er ihn in der letzten Runde abgeschossen. Somit steht es fest, Franz Herrmann holt sich den Sieg. Dann kommt der Flier auf die 3, weil er die 10 Sekunden hat. The Ace wird der zweite Platz. Grüße Alex, der ist noch nicht mal beim zweiten Sektor fertig. Jetzt ist er erst in den dritten Sektor gekommen. Coca Matthäus 7, McCopper 8, Smoky auf der 9. Arzt Alonso wird 10. Dirk wird auf der 11 platziert und 12. wird Silent.